Eloa eilte durch die Straßen von Belo Horizonte. Es war ein kalter Dienstagmorgen und die Uhr zeigte bereits 7:12 Uhr. Wenn sie den Bus um 7:20 Uhr wieder nicht erwischte, würde sie erneut ein Vorstellungsgespräch verpassen. Das 4. in weniger als 2 Wochen. Sie trug ihre beste Bluse, eine ordentlich gebügelte Jeans und weiße Turnschuhe, die sie jeden Abend putzte, damit sie neu aussahen. Ihr Lebenslauf war sorgfältig gefaltet und in der alten Tasche verstaut, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. An der Ecke der Avenida Afonso Pena fiel ihr etwas auf. Ein Mann im Anzug lag regungslos neben einem Zeitungskiosk. Die Leute eilten vorbei. Einige warfen einen flüchtigen Blick, andere taten so, als sähen sie nichts. Eloa zögerte. Sie blickte auf die Uhr. Wenn sie stehen blieb, würde sie das Vorstellungsgespräch verpassen. Aber wenn sie weiterging... Sie atmete tief durch, kniete sich neben ihn und berührte seine Schulter. »Senor, geht es Ihnen gut?« Er antwortete nicht. Seine Augen waren halb geöffnet, seine Haut blass. Seine Finger zitterten. Eloa tastete nach seinen Taschen, um nach einem Ausweis zu suchen. Sie fand nur ein Handy und eine schwarze Ledergeldbörse mit den goldenen Initialen VAC. »Senor, können Sie mich hören?« Mit Mühe flüsterte er. »Wasser.« Eloa rannte zur nächsten Bäckerei, kaufte eine Wasserflasche und kehrte zurück. Sie kniete sich wieder hin und half ihm beim Trinken. »Haben Sie Schmerzen? Soll ich einen Krankenwagen rufen?« Er nickte schwach. Mit seinem Handy in der Hand rief sie den Notdienst und schilderte die Situation. Während sie wartete, hielt sie sanft seine Hand. »Alles wird gut. Ich bin bei Ihnen. Sie sind nicht allein.« Wenige Minuten später traf der Rettungswagen ein. Die Sanitäter übernahmen die Versorgung. Einer von ihnen lobte sie. »Gut, dass Sie angerufen haben. Er zeigt Anzeichen eines leichten Herzinfarkts.« Eloa atmete erleichtert auf. »Wird er wieder gesund?« »Ja, dank Ihnen.« Bevor sie ihn einluden, reichte einer der Sanitäter Eloa einen Zettel mit dem Namen des Krankenhauses. »Hospital São Lucas.« Sie notierte es. Als sie jedoch erneut auf die Uhr blickte, 7:38 Uhr. Das Vorstellungsgespräch hatte bereits begonnen. Sie schloss die Augen, frustriert. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie hatte das Richtige getan. Was sie nicht wusste, dieser Moment würde ihr ganzes Leben verändern. In dieser Nacht konnte Eloa kaum schlafen. Immer wieder dachte sie an den Mann von der Straße. Ging es ihm gut? War jemand aus seiner Familie aufgetaucht? Am nächsten Morgen stand sie lange vor Sonnenaufgang auf. Sie trank einen einfachen Kaffee, zog sich erneut die Kleidung vom Vortag an und nahm den ersten Bus zum Hospital São Lucas. Am Empfang fragte sie: »Guten Morgen. Gestern wurde ein Herr hier eingeliefert. Er lag bewusstlos an der Afonso Pena. Ich war diejenige, die ihm geholfen hat. Ich möchte nur wissen, ob es ihm gut geht.« Die Empfangsdame tippte etwas in den Computer. »Wie heißt er?« Eloa zögerte. »Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Geldbörse mit den Initialen VAC gefunden.« Die Frau hob überrascht den Blick. »Sie haben ihn gefunden?« flüsterte sie. »Einen Moment bitte.« Sie ging in ein hinteres Büro. Wenige Minuten später kam sie mit einem Arzt im weißen Kittel zurück. »Sie sind Eloa?« fragte er. »Ja.« »Ich bin Dr. Lucas. Der Patient, dem Sie geholfen haben, heißt Vicente Antonio Campos. Er ist einer der einflussreichsten Unternehmer der Stadt. Er ist stabil und außer Gefahr und er hat darum gebeten, Sie zu sehen.« »Mich?« Der Arzt lächelte und wies ihr den Weg. »Zimmer 302, Sie können zu ihm.« Ihr Herz raste. Jeder Schritt den Flur entlang fühlte sich endlos an. Als sie an der Tür ankam, las sie: V.A. Campos. Sie atmete tief durch und trat ein. Vicente lag im Bett mit einer leichten Sauerstoffmaske und einem Herzmonitor an seiner Seite. Seine Augen öffneten sich langsam, als er sie sah. »Du bist das Mädchen mit dem Wasser«, murmelte er. Sie lächelte schüchtern. »Ja, ich bin Eloa.« »Danke, Eloa. Du hast mir das Leben gerettet.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe nur getan, was jeder getan hätte.« Vicente lächelte schwach. »Wenn das wahr wäre, hätte ich nicht so lange auf dem Boden gelegen, während alle vorbeigingen.« Es herrschte einen Moment lang Stille. Dann fragte er:
Arbeitest du hier in der Nähe? Sie zögerte, dann sprach sie offen. Ich war auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, aber ich habe es verpasst. Und trotzdem hast du angehalten? Ich hätte mit mir selbst nicht leben können, wenn ich einfach weitergegangen wäre. Vicente schloss für einen Moment die Augen. Als er sie wieder öffnete, war da ein neues Leuchten in seinem Blick. Kannst du mir einen Gefallen tun? Natürlich. In meiner Geldbörse ist eine Visitenkarte, bitte nimm sie heraus. Sie öffnete die Geldbörse und fand eine Karte. Campos and Oliveira, kreative Lösungen. Vicente A. Campos, Gründer und CEO. Ich kenne diese Firma, rief sie. Ich habe mich dort schon 3-mal beworben. Vicente lächelte. Jetzt hast du meine persönliche Empfehlung. Geh morgen dorthin, sag, dass ich dich geschickt habe. Eloas Augen füllten sich mit Tränen. Sie wusste nicht, was auf sie zukommen würde. Aber zum ersten Mal seit langem hatte sie das Gefühl, dass etwas Gutes auf sie wartete. Am nächsten Morgen konnte Eloa es kaum glauben, dass sie wirklich dort war. Vor dem Gebäude von Campos and Oliveira, mit demselben Lebenslauf in den Händen, das Herz pochte wild und in der Brust Hoffnung. Sie betrat das Gebäude und ging zur Rezeption. Guten Morgen, mein Name ist Eloa Mendes. Herr Vicente hat mich gebeten zu kommen. Die Rezeptionistin, elegant gekleidet, musterte sie von oben bis unten und runzelte leicht die Stirn, als sie die abgetragenen Schuhe und die alte Tasche bemerkte. Doch als sie etwas in den Computer tippte, veränderte sich ihr Blick. Ah, ja, wir haben Ihre Anmeldung. Folgen Sie mir bitte. Sie fuhren 3 Stockwerke hinauf. Sie hielten vor einer Glastür mit der Aufschrift Personalabteilung. Die Frau klopfte und trat ein. Camila, das ist Fräulein Eloa Mendes. Sie ist auf Wunsch von Herrn Vicente hier. Camila war eine Frau um die 40, mit strengem Blick und zu einem Dutt gebundenem Haar. Sie stand auf und reichte ihr die Hand. Kommen Sie herein, Eloa. Machen Sie es sich bequem. Eloa setzte sich, noch nervös. Also, ich habe meinen Lebenslauf mitgebracht. Ich habe Erfahrung im Kundenservice, habe 2 Jahre BWL studiert, bevor ich aufhören musste, um Vollzeit zu arbeiten. Camila hob sanft die Hand. Eloa und Herr Vicente hat mich persönlich angerufen. Er hat nicht nur gebeten, dass wir Sie interviewen. Er hat uns freie Hand gegeben, Sie dort einzusetzen, wo Sie am besten passen. Eloa machte große Augen. Das hat er gesagt? Hat er. Und noch mehr. Er bat mich, Ihre Geschichte anzuhören. Nicht nur, was Sie gestern getan haben, sondern wer Sie wirklich sind. Eloa atmete tief durch. Und zum ersten Mal seit langem erzählte sie. Erzählte von ihrer schweren Kindheit, von der Mutter, die als Putzfrau arbeitete, von der Großmutter, die die Geschwister aufzog, während Eloa beim Kochen half. Vom ersten Job mit 16 in einer Bäckerei. Vom abgebrochenen Studium. Von ihrer kleinen Schwester, die noch versuchte zu studieren. Und von der Hoffnung, die sie jeden Tag begleitete. Auf einen Ort, an dem sie wachsen durfte. Camila hörte schweigend zu. Am Ende schloss sie den Ordner und sagte, Wissen Sie, es gibt nur wenige Menschen, die so echt sind. Und noch weniger, die die Welt für einen anderen Menschen anhalten. Eloa schluckte. Ich will kein Mitleid. Und Sie bekommen auch keins. Sie bekommen eine Chance, weil Sie bewiesen haben, dass wir Menschen wie Sie hier brauchen. Camila stand auf und reichte erneut die Hand. Willkommen bei Campos and Oliveira. Eloa brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, was das bedeutete. Aber als sie es verstand, flossen die Tränen. Es war kein Gefallen, kein Mitleid. Es war die Anerkennung von etwas, das sie selbst kaum in sich gesehen hatte. Wert. Am darauffolgenden Montag stand Eloa 2 Stunden früher auf, obwohl sie kaum geschlafen hatte. Ihr neues Outfit war ein hellblauer Blazer über einer weißen Bluse, geliehen von einer Nachbarin, die so stolz auf sie war, als wäre sie ihre Tochter. Die Haare waren zu einem Zopf gebunden, das Make-up dezent im Herzen, eine Mischung aus Nervosität und Hoffnung. Im verspiegelten Aufzug von Campos and Oliveira, mit einem Notizblock unter dem Arm, schwitzten ihre Hände. Sie atmete tief durch und flüsterte leise, »Du hast es verdient, hier zu sein.« Im 5. Stock wurde sie von Camila empfangen, diesmal mit einem wärmeren Lächeln. »Eloa, das ist Marcello aus der Projektabteilung. Er wird dich in den ersten Wochen begleiten.« Marcello, ein sympathischer Mann Anfang 30, schüttelte ihr freundlich die Hand. »Ich habe deine Geschichte gehört. Und ehrlich, ich mochte dich sofort.«
Eloa lächelte verlegen. Die Abteilung war groß, mit Glaswänden und dem Duft von frischem Kaffee. Ihr Arbeitsplatz war am Fenster mit einem neuen Laptop und einem Notizblock mit ihrem Namen darauf. »Das hier gehört jetzt dir«, sagte Marcello. »Willkommen im täglichen Wahnsinn. Wir machen hier große Dinge mit echten Leuten.« Eloa stürzte sich in die Arbeit, als wäre es ihr einziges Boot auf einem weiten Meer. Sie lernte schnell, stellte Fragen, wenn sie etwas nicht wusste, und schlug nach wenigen Tagen schon Verbesserungen vor, die Aufmerksamkeit erregten. Doch was sie am meisten bewegte, war die Freundlichkeit, die ihr begegnete. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, nicht ständig kämpfen zu müssen, um zu beweisen, dass sie etwas wert war. In der 3. Woche überarbeitete sie gerade eine Tabelle, als eine Nachricht kam. Meeting im Büro des Präsidenten, Ihre Anwesenheit ist gewünscht. Ihr Herz pochte wild. Vicente wollte sie sehen. Am Ende des Tages, als fast alle Kollegen schon gegangen waren, saß Eloa noch an ihrem Schreibtisch. Marcello trat an sie heran mit einem Stapel alter Unterlagen. »Könntest du das digitalisieren? Du kannst doppelte Sachen aussortieren, aber Vorsicht mit den Verträgen, die sind meist vertraulich.« »Klar, ich mach das.« Die meisten Dokumente waren alltägliche Berichte, Sitzungsprotokolle, Projektübersichten. Doch ganz unten in der Kiste lag ein vergilbter Ordner mit dem Etikett »Projekt Aurora, vertraulich«. Eloa zögerte. Projekt Aurora? Davon hatte sie noch nie gehört. Sie öffnete den Ordner vorsichtig. Auf den ersten Seiten wurde ein soziales Projekt beschrieben. Eine frühere Initiative des Unternehmens zur Unterstützung benachteiligter Jugendlicher. Es gab Fotos, Berichte, Sozialanalysen. Und dann sah sie es. Ein Datenblatt. Name Eloa Mendes da Silva. Alter 9 Jahre. Mutter Tania Mendes, verstorben. Vermerk: außergewöhnlich klug, sensibel. Zeigt Führungsqualitäten und kreatives Denken. Wir empfehlen besondere Förderung. Die Welt um sie herum schien stillzustehen. Sie blätterte weiter. Eine handgeschriebene Notiz war beigelegt. Eloa braucht jemanden, der an sie glaubt. Wenn ich könnte, würde ich sie adoptieren. Aber ich kann nicht. Noch nicht. Ich hoffe nur, dass sie eines Tages weiß, dass sie nie vergessen wurde. Unterschrift: Vicente A. Campos. Eloa ließ die Papiere auf ihren Schoß fallen. Ihr Herz raste, die Hände zitterten. Das konnte nicht wahr sein. Bilder schossen ihr durch den Kopf. Ein Mann, der früher ins Heim kam, Geschenke brachte, der Geschichten erzählte, der versprach, wiederzukommen und dann verschwunden war. Sie hatte seinen Namen nie erfahren, erinnerte sich nur an den Duft seines Parfüms, an die traurigen Augen. Es war er. Vicente war nicht nur der Mann, den sie auf der Straße gerettet hatte, er kannte ihr früheres Leben. Nach Feierabend ging Eloa in die oberste Etage. Sie klopfte an die Tür von Vicentes Büro, den gelben Ordner in der Hand. Er blickte sie an und verstand alles, ohne dass sie ein Wort sagte. »Du hast es gefunden.« Sie trat ein, Tränen in den Augen. »Warum?« flüsterte sie. Vicente schloss die Augen. Es dauerte einen Moment, bis er antwortete. »Weil ich dich im Stich gelassen habe. Du kanntest mich, du warst da. Und dann warst du weg. Ich war jung, ich hatte gerade meine Frau verloren. Ich war voller Schuld und Arbeit. Projekt Aurora war mein Versuch, nicht aufzugeben. Und ich? Du warst das erste Kind, das mir Hoffnung gegeben hat, aber ich war nicht stark genug. Ich wollte dich adoptieren, aber es wurde abgelehnt. Sie sagten, du würdest zu entfernten Verwandten gebracht. Dann verlor ich die Spur. Aber ich habe dich nie vergessen. Nie.« Eloa weinte still. »Ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, dass sich niemand je für mich interessiert hat.« Vicente trat näher, auch seine Augen waren feucht. »Ich habe mich interessiert, vielleicht zu spät, aber der Tag auf der Straße, das war meine zweite Chance.« Eloa atmete tief durch, rang mit ihren Gedanken. »Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Wut, Dankbarkeit, Verwirrung. Fühl, was du fühlen musst, aber bitte wisse, du hast mein Leben zweimal verändert und ich werde diese zweite Chance nicht wieder verpassen.« Einen Moment lang standen sie da, 2 Schicksale, durch Schmerz und Hoffnung verbunden. Was verloren war, konnte vielleicht nicht rückgängig gemacht werden, aber es konnte zu etwas Neuem werden. In den darauffolgenden Tagen
herrschte zwischen Vicente und Eloa ein stilles Einvernehmen. Nicht aus Groll, sondern weil manche Wahrheiten Raum brauchen. Raum, um verstanden zu werden, um heilen zu können, um Platz zu machen für etwas Neues. Am Freitag der darauffolgenden Woche erhielt Eloa einen Zettel: Besprechungsraum 01, 18 Uhr. Komm bitte. Unterschrieben Vicente. Als sie eintrat, war der Raum leer, bis auf eine Schachtel auf dem Tisch, einen offenen Ordner und einen Stuhl, der ihr gegenübergestellt war. Vicente betrat den Raum mit demselben sanften Blick wie damals, als sie noch ein Kind war. »Zuerst möchte ich dich um Verzeihung bitten«, sagte er ruhig, »dafür, dass ich verschwunden bin, dass ich nicht mehr gekämpft habe, dass ich dich glauben ließ, du wärst allein.« Sie nickte, ohne zu sprechen. »Aber ich bin auch hier, um zu sagen, dass ich nicht möchte, dass diese Geschichte nur eine Narbe bleibt. Ich möchte, dass sie ein Anfang wird.« Er zog den Ordner heran. »Das hier ist ein neues Projekt. Es wird Aurora 2.0 heißen. Wir wollen eine Abteilung für soziale Entwicklung gründen, geleitet von jemandem, der versteht, was es heißt, übersehen zu werden. Jemandem wie dir.« Eloa starrte ihn an. »Ich? Niemand wäre besser geeignet.« Sie wollte etwas sagen, aber die Worte blieben in ihrer Kehle stecken. »Ich habe immer davon geträumt, etwas zu tun, das Sinn ergibt«, sagte sie schließlich. »Aber ich dachte nie, dass jemand wie ich führen könnte. Und ich habe immer geglaubt, dass jemand wie du die Welt verändern kann.« In der Schachtel lag ein neuer Mitarbeiterausweis, der Name darauf: Eloa Mendes da Silva, Leiterin für soziale Projekte. Sie nahm ihn mit zitternden Händen. »Das ist mehr als ein Job. Es ist ein Neubeginn«, sagte Vicente, »auch für mich.« Einen Moment lang war alles still. Dann, fast schüchtern, trat Eloa vor und umarmte ihn. Nicht als Mitarbeiterin, sondern als das 9-jährige Mädchen, das einst im Kinderheim auf ihn gewartet hatte und das jetzt erwachsen endlich einen Ort gefunden hatte, der sich wie zu Hause anfühlte. Kein Ort aus Wänden, sondern aus Verbundenheit. 3 Monate später wurde Aurora 2.0 feierlich eröffnet. Der Veranstaltungssaal war voll. Mitarbeitende, Gäste, Jugendliche von Partnerorganisationen, Presse und auf der Bühne Eloa mit einem Mikrofon in der Hand. »Heute spreche ich nicht über Zahlen oder Ziele«, begann sie. »Heute erzähle ich eine Geschichte.« Und sie erzählte sie. Nicht als Opfer, sondern als Überlebende und Siegerin. Am Ende gab es Standing Ovations. Unter den Applaudierenden wischte sich Vicente verstohlen eine Träne aus dem Gesicht. Nach der Veranstaltung kam eine ältere Frau auf sie zu, Tränen in den Augen. »Meine Tochter hat deine Geschichte gehört. Sie sagte, sie hat sich selbst in dir gesehen. Und sie glaubt jetzt, dass auch sie träumen darf.« »Danke.« Eloa lächelte. »Ich danke dir, dass du mich daran erinnerst. Jede Geschichte, die erzählt wird, kann ein Funke sein.« Sie blickte nach oben, zu den beleuchteten Fenstern des Gebäudes, in dem sie einst arbeiten wollte, und dachte an alles, was sie durchlebt hatte. Den Moment auf dem Gehweg, das verpasste Vorstellungsgespräch, die Wahrheit, die Heilung. Sie lächelte. Sie wusste, dass man die Vergangenheit nicht ändern konnte. Aber man konnte eine neue Zukunft schreiben. Nicht nur für sich selbst, sondern für alle, die einst übersehen wurden. Denn jetzt war sie der lebende Beweis. Eine einzige gute Tat kann ein ganzes Leben verändern. Und du? Glaubst du, dass eine einfache Geste alles verändern kann? Hast du schon einmal eine Begegnung erlebt, die dein Leben verändert hat? Schreib uns in die Kommentare. Deine Geschichte könnte jemandem Hoffnung schenken. Vielen Dank fürs Zuschauen.